DDR-Museum Dr. Wolle. Frag Dr. Wolle. Wir haben hier ein sehr interessantes Dokument in unserer Sammlung gefunden. Das ist eine Verpflichtungserklärung, die jeder unterzeichnen musste. Darin heißt es: Hiermit verpflichte ich mich mit der Aufnahme des Studiums erstens, alle Forderungen der sozialistischen Gesellschaft an der Hochschule gewissenhaft und vorbildlich zu erfüllen. Das heißt im Klartext, dass hier eine totale politische und ideologische Kontrolle stattgefunden hat. Denn jederzeit konnte jedem Studenten vorgeworfen werden, wenn er irgendwie ideologisch aus der Reihe tanzte, diese Forderung nicht erfüllt zu haben. Praktisch war alles Pflicht von der FDJ-Veranstaltungen, Teilnahme am Studentensommer, politische Veranstaltungen, Aufmärsche. Da hatte in der Regel niemand die Chance, sich dem wirklich zu entziehen. Zweitens steht denn hier: Ich verpflichte mich, um ausgezeichnete Studienergebnisse zu kämpfen. Mal abgesehen von dieser Kampfrhetorik muss man jetzt dazu sagen, dass tatsächlich die Leistungsanforderungen, insbesondere in den Naturwissenschaften und in den technischen Fachrichtungen, sehr, sehr hoch waren. Hatte natürlich auch Vorteile. Es gab also kein Gammelstudium. Da hatte man in der Regelstudienzeit alle Prüfungen abzulegen. Wer zweimal durch die Prüfung gefallen war, der konnte eben gehen, der konnte sich von der Universität verabschieden. Drittens steht dann hier: aktiv an der militärischen Ausbildung für wehrdiensttaugliche Studenten beziehungsweise an der Ausbildung in der Zivilverteidigung für wehrdienstuntaugliche und weibliche Studierende teilzunehmen. Das heißt, abgesehen davon, dass die meisten männlichen Studenten 3 Jahre beim Militär waren, wurde im Studium nochmal eine einmonatige Militärausbildung gemacht. Für die, die schon gedient hatten, war das eine Offiziersausbildung. Sie wurden anschließend Reserveoffiziersanwärter. Die Mädchen hatten da eine einmonatige Zivilverteidigungsschulung zu durchlaufen. Das war also Pflicht und dies wurde auch in das Studienbuch eingetragen, neben den Prüfungen und Teilnahme an Seminaren und Vorlesungen. Letztendlich war dieser Stempel unabdingbar. Und jetzt kommt der 4. Punkt. Ich verpflichte mich, nach erfolgreicher Beendigung meiner Ausbildung gemäß den geltenden Rechtsvorschriften mindestens für 3 Jahre ein Arbeitsrechtsverhältnis entsprechend den gesellschaftlichen Erfordernissen aufzunehmen. Das hört sich natürlich zum Teil positiv an und war auch positiv, dass praktisch jeder, der sein Studium erfolgreich abgeschlossen hatte, auch eine entsprechende Arbeitsstelle bekam. Der Haken an der Sache ist natürlich, welche Arbeitsstelle man antrat nach dem Studium, entschied eine Absolventenkommission der Universität, wo die staatliche Leitung, die FDJ und die Partei und auch die Stasi hatte natürlich da ein Wörtchen mitzureden, wer welche Arbeitsstelle bekam. Dahinter stand die Möglichkeit einer ziemlich durchgehenden und radikalen politisch-ideologischen Disziplinierung aller Studenten. Das heißt, unter Strich hatten wir dann eine Generation von Wissenschaftlern, die fachlich hervorragend ausgebildet waren. Die TU Dresden beispielsweise war sehr bekannt. Aber was sie eben oft nicht gelernt haben, war selbstständiges politisches Handeln. Das war das große Manko der Universitätsausbildung in der DDR. Wenn ihr selbst noch Fragen an mich habt, dann schreibt mir bitte diese in die Kommentare. Ich freue mich auf euren Beitrag. Wenn ihr keine Folge von Frag Dr. Wolle verpassen wollt, dann klickt bitte auf Abonnieren.